Liebe Zuschauer, willkommen zum Phänomen Anastasia im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Bevor wir aber mit Anasta Band 10 Teil 3 beginnen, möchte ich Ihnen eine wichtige Mitteilung in eigener Sache über eine neue Kooperation geben. Unsere Sendung Lebensforum Wohlstand wird von dem lokalen thüringischen Sender Salve TV produziert. Salve TV kooperiert seit Ende April mit dem russischen Nachrichtensender Russia Today. Hauptgrund der Kooperation war unter anderem die andauernde und einseitige negative Berichterstattung der Massenmedien gegenüber Russland. Von Russia Today wird jetzt täglich die Nachrichtensendung mit dem sinnigen Titel Der fehlende Part im Programm von Salve TV ausgestrahlt. Die Sendung ist auch über das Internet abrufbar. Was im Rahmen der Meinungsfreiheit eigentlich kein Grund zur Aufregung sein sollte, ruft aber überraschenderweise seit einigen Wochen Meinungskommissare aus allen politischen Lagern und der Verwaltung auf den Plan. Unkommentierte russische Nachrichten in Deutsch, so etwas geht doch nicht, oder? Auch die Herren der schreibenden Zunft, von Bild, der Frankfurter Allgemein über der Süddeutsche Zeitung etc. hauen mit Bestürzung in dieselbe Kerbe. Der rote Sender sendet wieder, oder der Kreml im Originalton. Es ist wohl nicht gewollt, dem deutschen Zuschauer eine andere Sicht, eine andere Meinung zu präsentieren. Wie steht es um eine Demokratie, die ihre Bürger von alternativen Sichtweisen auf politische Fragen und Themen abhalten will? Wo bleibt die Toleranz der angeblich Toleranten? Zensur und betreutes Denken statt Meinungsfreiheit? Hingegen ist der Zustrom von positiven Zuschauerkommentaren für Salve TV überwältigend. Eine Videobotschaft zu den Geschehnissen der Kooperation mit Russia Today werden wir gesondert in unser Format einbauen. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, finden Sie weitere Nachrichten in jeder Suchmaschine unter Salve TV News. So, jetzt aber geht es weiter hier im sogenannten Roten Kreml-Kanal mit den klingenden Zedern Russlands, weiter mit Phänomen Anastasia Band 10 Teil 3 Anasta. Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen. Phänomen Anastasia, wir fahren fort mit Band 10 Teil 3 Anasta. Ich begrüße Herrn Konstantin Kirsch. Hallo Herr Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Es geht weiter, Herr Kirsch, die Dimension der Antivernunft. Da gibt es bestimmt viel dazu zu sagen. Das ist ein umfassendes Kapitel mit 6 Unterkapiteln. Es ist so, dass der Herr Maigret sich eigene Überlegungen macht, diese Ausführungen von dem dunklen Bruder, die ja gewissermaßen einfach eine Beschreibung unserer Zivilisation sind, die er aber so darstellt als Ausgeburt der Antivernunft, des Irrsinns. Das hat ihn sehr zu schaffen gemacht und da hat er angefangen, ja, sich selber Gedanken zu machen, ob wir denn wirklich so antivernünftig leben, und hat das dann mehrere Kapitel unterteilt, zum Beispiel künstliche Wasserleitungen, das ist so ein Thema, oder wieso zerfallen Imperien, und auch Thema Gesundheit. Und das ist ja so, dass er in all diesen verschiedenen Aspekten auch in seinen eigenen Gedanken zum Ergebnis kommt, dass es wirklich nicht vernünftig ist, was wir derzeit machen. Also als ein Beispiel Wasserleitungen. Wasser ist ja auch ein Thema, wo man Verschmutzungen sehr gut erkennen kann, weil es immer wieder weiterfließt. Und die natürlichen Wasseradern, sogenanntes Grundwasser, das gibt ja quasi Hohlräume und Gänge, da reinigt sich Wasser selber, und sobald es dann, wie man sagt, reif ist, kommt es als Quellwasser zutage, was auch trinkbar war, muss man in vielen Fällen schon sagen. Und durch diese antivernünftige Zivilisation ist viel Verschmutzung entstanden, sodass manches Quellwasser schon gar nicht mehr zum Trinken geeignet ist. Und was gilt dann als Fortschritt der Technik, dass Rohrleitungen noch sauberes Wasser von weiter Entfernung durch die Rohre pumpen und dabei wiederum durch Materialien der Rohre und wieder giftig werden, wo man am Ende wieder einen Wasserfilter bräuchte, um das Wasser brauchbar zu machen. Die Frische, die Qualität des Wassers ist dann kaputt gegangen auf dem Weg. Und dann hat man vielleicht etwas möglich gemacht, Wasser über lange Kilometer Entfernung zu bewegen, aber es ist nicht sinnvoll, weil das Ergebnis des Wassers ist schlecht. Und der Aufwand ist so groß, dass man wieder viel Industrie braucht, um solche künstlichen Rohrleitungen herzustellen, die wiederum
dann Luft und Abwasser beschmutzen. Und das natürliche Programm mit natürlichen Wasserarten, natürlichen Quellen ist viel vernünftiger über den langen Zeitraum gesehen. Wasser ist ja nur auch Grundbestandteil für die Ernährung, für die Zubereitung der Speisen, und da geht es ja dann weiter. Auch von unserem Körper selber, ja. genau. Und wenn Menschen kein gesundes Wasser bekommen, dann werden sie automatisch auch krank. Ich weiß nicht, wissen Sie, wie viel prozentual der Anteil der Welt im Moment kein sauberes Wasser hat? Das weiß ich nicht, aber es ist sehr, sehr weit. Also da gibt es viele Statistiken, wo man wieder fragen kann, stimmen die wirklich? Stimmen sie, ja. Und dann ist die Frage, ist das Wasser, was wir hier bekommen, überhaupt wirklich noch Quellwasserqualität? Und Leitungswasser ist ja auch nicht unbedingt sehr gut und Flaschenwasser auch nicht unbedingt. Und Flaschen müssen gereinigt werden. der Aufwand ist ja groß, kostet auch wieder Logistik. viel. Und es ist eigentlich gesund und angemessen, wenn jede Familie auf einem Hektar lebt und dort auch eine Quelle mit Trinkwasser hat. Das ist biologisch möglich. Das erzählen Sie meinem Abwasserzweckverband. Da wären wir dann einen Schritt weiter, wenn die ihr Monopol hier aufgeben Es kann eine würden. Zeit brauchen, aber die Verschmutzung, diese Antivernunft hat ja auch Jahrtausende gebraucht. Und wenn wir nur Jahrhunderte brauchen, um alles wieder sauber zu machen, dann sind wir schon schnell. Es geht dann weiter, das Jahr 2012, muss man wissen, das Buch ist ja ein bisschen vorher geistig geschrieben worden. Ja, es ist vor 2009, haben sich die Ereignisse ergeben, die das Buch Band 10 hervorgebracht haben. Und damals war es ja 2012 noch so, was ist denn da? Da gibt es viele Prophezeiungen, geht da die Welt unter? Ich sage manchmal so salopp, wo ist bei einer Kugel unten? So, es heißt ja eigentlich, dass große Veränderungen stattfinden, und die finden auch statt. Schon vor 2012 und danach auch. Aber in dem Kapitel, da geht es um Prophezeiungen vom Maya-Kalender. Und die Mayas sind ja auch entstanden, so heißt es dort, von Olmeken. Ich habe mich da jetzt nicht so sehr damit beschäftigt. Aber es ist die zentrale Frage eigentlich viel mehr, nicht, dass die Menschheit Probleme bekommen wird. Dazu brauchen wir keinen Propheten, da braucht man nur schauen, was da ist und ein bisschen weiterrechnen. Also wenn eine Lawine sich anfängt zu bewegen, dann weiß man, die rutscht weiter. Und was derzeit in der Zivilisation läuft, da kann man auch ganz grob weiterrechnen, was passiert. Das ist nicht die Frage, da braucht man kein Prophet sein. Die viel interessantere Frage ist, was ist die Alternative? Wie kann man denn sich anders verhalten mit sich selber, mit Menschen untereinander, mit der Natur? Das ist Kindererziehung, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, und viele, die groß Warnungen herausrufen, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Wenn man nachfragt, was ist die Alternative? Dann ist oft, weiß ich auch nicht. Egal, ob es jetzt Gentechnik ist oder Kriegsgefahr oder egal was. Es gibt viele Warner. Aber was konkret denn getan werden kann, da ist oft nur kleine Lösungsansätze, aber keine großen Konzepte. Ich würde sagen, das Wahn ist ja immer auch verbunden mit einer Angst. Also es wird auch Angst geschürt, und jeder weiß in dem Moment, wo er in der Schwingung der Angst ist, dass er natürlich rational anders da denkt, wie wenn er also ausgeglichen ist. Deswegen, wenn man heute Fernsehen schaut oder Zeitungen liest, wird man natürlich eher angstmacherische Artikel finden und Reportagen, die eben genau das Gegenteil bewirken. Ja, so ist es in vielen Fernsehkanälen gewesen. Jetzt sind wir hier in einem, der das Beste gibt, auch mal positive Visionen mit zu verbreiten. Ja, machen wir weiter mit der menschenfressende Krake. Was hat es da auf sich? Das hatte ich im letzten Teil schon kurz angesprochen. Da wird es hier nochmal ausführlicher beschrieben, das Thema des Straßensystems. Diese Krake, wo überall Straßen sind, da gibt es so einen netten Spruch, bald ist es möglich, überall hinzukommen, aber es lohnt sich immer weniger, dort anzukommen. Weil überall die Luftverschmutzung, der Gummiabrieb und so weiter hingebracht wird. Und das ist einfach sehr viel Schmutz, sehr viel Landverbrauch gewissermaßen. Ohne diese Krake sterben die Städte, weil sie nicht mehr versorgt und entsorgt werden können. Aber mit dieser Krake an Straßensystem sterben sie auch mit der Verschmutzung. Es ist eigentlich ein Irrsinn im Großen und Ganzen. Und wenn man dann noch jetzt meine Ergänzung dazu weiß, welcher Aufwand es ist, Brücken herzustellen, und dieser Stahlbeton auch nur ein paar Jahrzehnte hält, dann muss er wieder saniert werden, dann weiß man, das Gesamte, das geht nicht langfristig. Langfristig heißt es nicht 2, 3 Jahre, sondern ein paar Jahrhunderte, keine Chance.
Ist auch, glaube ich, noch ein Beispiel drin, wenn eine Mutter mit ihrem Kind in der Stadt mit dem Kinderwagen spazieren geht, dass also über 1 Meter eine besonders schlechte Luft mit eben diesem Gummiabrieb und Abgasen und die Mutter denkt, sie tut ihr was Gutes, geht hier mit dem Kind. Also es wäre dann besser, das Kind auf die Schultern zu nehmen, damit es weiter oben die... Oder Straßen zu meiden, dass man also wirklich nur im Park geht. Genau, genau. Die Abwendung der globalen Katastrophe fügt sich also an. Genau, was kann denn getan werden? Und da ist einerseits die Liste der Probleme nochmal ergänzt, von wegen Ökologie, Transporte und Korruption, Drogen, ganz viele verschiedene Sachen. Und dann hat der Herr Maigret diese Vision mal formuliert, sozusagen angenommen, er nennt jetzt da 3 Länder, Russland, USA und Kanada. Warum er das wählt, weiß ich nicht, hat er einfach mal so gewählt. Angenommen, 50% der dortigen Bevölkerung dieser 3 großen Länder würden auf Familienlandsitzen leben. Er geht jetzt nicht mal auf 100%, sondern nur 50%. Dann beschreibt er, wie die Folgewirkungen wären, die noch in den Städten leben, haben dann bessere Lebensmittelversorgung von den Landsitzen, die etwas Überschuss produzieren. Die Wohnungsnot in den Städten ist geringer, die Luftverschmutzung ist geringer, die Lebensqualität in den Resten der Städte ist deutlich besser geworden. Auf dem Land ist es sowieso auch besser. Und da kommt das so ganz klar zum Ergebnis, wenn nur in diesen 3 Ländern und dort jeweils nur 50% auf Familienlandsitzen leben, dann ist die globale Katastrophe gestoppt, wo im Prinzip ganz viele Wissenschaftler nur darüber reden, dass sie kommt, aber nicht wissen, was sie tun können. Und es geht ja bis hin zu solchen Themen wie Flüchtlingsproblematik, wenn jetzt in den sogenannten zivilisierten Ländern oder auch in Deutschland die Hälfte der Menschen auf dem Familienlandsitz gärtnert, dann sagt ein Flüchtling aus einem anderen Land, gärtnern kann ich auch zu Hause, da muss ich dort nicht hin. Also das ist auch das Thema, was ist denn attraktiv von welchen Ländern? Und wenn man sagt, attraktiv ist es, dass jeder zu Hause glücklich gärtnert, das hat sehr, sehr, sehr weitreichende Konsequenzen aufs ganze globale Gefüge. Und die Option steht ja im Prinzip gar nicht zur Verfügung, wenn man sich das vorstellt, dass ja die Flüchtlingsströme, die zu uns kommen, im Prinzip sozusagen nutzlos ihren Tag verbringen. Sie dürfen ja nicht arbeiten. Sie haben auch kein Grundstück, wo sie irgendwie was anpflanzen können. Ja. Also im Prinzip ist das ja, sagen wir mal, eine Schande und eine Fehlentwicklung, dass man erst entwurzelt man die Menschen, dass sie ja ihre Heimat verlassen müssen oder gezwungen werden, die zu verlassen. Ja. Und dann bringt man sie woanders hin, wo sie natürlich ein Dach über dem Kopf haben, was zum Essen. Aber sagen wir mal, einen richtigen Lebenssinn haben sie natürlich dabei nicht. Und die Frage ist, wieso entstehen solche Katastrophen? Wieso entsteht Bedarf von Menschen, irgendwo wegzuwollen, dass sie ein anderes Land attraktiver empfinden, wo sie keine Verwandten haben, keine Herkunft, keine Erfahrung mit den Pflanzen? Wer zu Hause glücklich gärtnern will, in Verbindung mit der Schöpfung, der tut gut daran, in der Region zu sein, wo er die gesamte Vegetation und die Jahreszeiten auch wirklich verinnerlicht hat, damit er wirklich mit der Schöpfung gut umgehen kann. Es geht dann weiter mit dem Kapitel, wo sie auch hier anfügt, Deklarierung eines Familienlandsitzes. Wer das mal für sich gemacht hat, kann sich wahrscheinlich auch nicht mehr so trennen von der Erde dann. Ja, das ist damit beschrieben, dass man die Absicht kundtut. Wenn man also sein Hektar gestaltet und verkündet seine Absicht nicht, dann hat man da einen Landsitz gestaltet, da ist auch ein Beispiel genannt, jemand hat eine Zeder gepflanzt und dann ist sie jahrelang gewachsen und hätte dann ein Jahr später Nüsse gebracht als richtig viel Ertrag, aber ein Jahr vor dieser Erntemöglichkeit wurde er umgesägt, weil er nur Schatten macht. Von den Kindern, also die konnten weil die nicht wussten. Ja, die hatten keine Erklärung, keine Absicht, warum denn wo, welcher Baum gepflanzt und welche Hecke, welcher Teich, warum, wieso, weshalb. Und dann haben sie einfach nur gesehen, der macht Schatten, stört mich, mach weg. Und natürlich kann es sein, wenn man einen Gedanken gehabt hat beim Pflanzen eines Baumes, dass sich herausgestellt hat, an dieser Stelle gedeiht er nicht, dafür ist ein anderer gut gewachsen. Da kann sich schon im Gespräch mit diesem Stück Land auch was ergeben, dass ein Gedanke sich besser verwirklicht als ein anderer Gedanke. Es ist aber gut für die Kinder, wenn sie einen gestalteten Landsitz übernehmen, zu wissen, was denn für Ursprungsgedanken mal dabei waren. Eine richtige Art Absichtserklärung, das soll da entstehen. Und es ist interessant, dass das ein ganz, ganz wichtiger Gedanke ist, diese Absichtserklärung, die sei sogar wichtiger als ein Diplom oder sogar als ein Reisepass. Das heißt, das Allerwichtigste, wenn man einen Landsitz gestaltet, dass man auch erklärt, was habe ich da vor, was will ich damit, was soll werden.
Es geht weiter, eine Barriere des Unglaubens. Ja, es kommt direkt davor noch der sogenannte verwahrloste Hektar. Und wie er den umgestaltet, da hat er eine Gedankenbarriere des Unglaubens. Es geht darum, dass der Herr Maigret in der Region des Ortes Wladimir, das ist östlich von Moskau, also in dieser Region hat er an einer Stelle beim Fahren über die Ländereien mal gedacht, Mensch, hier wäre vielleicht eine Siedlung mal ganz schön. Und ein paar Jahre später sieht er dort auch eine Siedlung. Und er kriegt aber mit, dass der Standort ungünstig ist. Der Boden, da steht dann zu gewissen Jahreszeiten sehr viel Wasser, verfaulen die Wurzeln. Lehmiger Boden, ja. Lehmiger Boden, geringe Humusschicht. Und die Menschen haben da zwar ihre Häuser, aber mit dem Anbau ist es schwierig und sie geben ihre beste Mühe, dass da ihre Hektare schön sind und dann geht er da durch und sieht einen verwahrlosten Hektar und erkundet sich dann, wem das denn ist, dieser Schandfleck, und er erfährt dann ganz peinlich, dass ihm selber dieser Hektar gehört, weil die Begründer dieser Siedlung es ihm geschenkt haben, wohl auch aus Dankbarkeit, haben es ihm wohl auch mal mitgeteilt, aber er hat es vergessen. Das war ihm etwas peinlich. Die konnten auch gar nicht aufschauen, wie sie es ihm gesagt ja, haben. So ja. Ja. Und er hatte aber eigentlich eine Verzweiflung und er konnte auch nicht wirklich sich vorstellen, er hatte keinen brauchbaren Glauben, wie man was Brauchbares draus machen kann. Er findet dann zwar auf dem Gelände 2 Pflänzchen, die da mühsam geblüht haben, also ihr Bestes geben, und er hat aber keine Idee und wendet sich dann leicht verzweifelt an die Anastasia, dass sie doch bitte ihm eine Idee geben möge, wie man so ein Hektar an dieser sehr ungeschickten Stelle schön machen kann. Und sie weigert sich und sagt, du hast eine Barriere in dir, weil du nicht daran glaubst, die Lösung selber zu finden. Und je mehr du mich fragst, umso größer wird die Barriere. Und wenn ich dir noch eine Lösung sage, dann ist sie dann unüberwindbar, weil es im Prinzip vielleicht eine ganz einfache Lösung sein könnte und dann bist du noch mehr von deiner eigenen Nicht-Kreativität überzeugt. Und sie weigert sich standhaft, sagt nein, finde selber eine Lösung. Auch leicht sauer, ja. Denk mal richtig selber drüber nach, was denn da möglich ist aus einem Hektar, wo eine kleine Humusschicht, ich glaube dann ist sandiger Boden und dann eine komplett dichte Lehmschicht, was man denn da machen kann. Und ja, dann kommt der Sohn dazu, der Volodya, und sagt dann, Mensch, mit Papa soll schon geholfen werden, und er fängt dann an, mit ihm Modellbau zu machen am Ufer eines kleinen Waldsees, wo vermutlich vom Ufer her Sand ist, wo man dann gut in dem feuchten Sand malen kann, und ein bisschen kleinen Modellbau. Und dann, ja, 2 Tage sind sie am Ausprobieren, am Grübeln, wie man denn da was machen könnte. Es geht dann der Wettstreit der Magier. Ja, da kommt dann noch die Tochter dazu, die kleine Nastenka. Und ja, das sind also mehrere Magier quasi, die kleine Tochter, der Sohn, der Volodya und die Anastasia noch dazu. Und die machen sich so ihre Gedanken und spielen dann. Und dann entsteht da so die Idee noch mit einem Erdwall außenrum, dass man dann von der gesamten Fläche diese dünne Humusschicht an die Seite bewegt, um erstmal einen fruchtbaren Wall zu schaffen. Und Lehm von den tieferen Schichten kann man nehmen, um einen Erdwall oder einen Lehmwall zu machen, dass dieser fruchtbare Humus nicht an die Seite gespült wird. Und ja, dann bauen die dort und der Wladimir staunt dann, dass da in der Mitte ist plötzlich so ein kleiner Lehmhaufen. Und er fragte, was das denn sei. Und dann kommt heraus, Volodya erklärt es, dass es eine Sauna sein soll. Und es ist wohl dort üblich, so kenne ich es auch von Finnland, wenn man einen Landsitz besiedelt, Sauna ganz wichtig, man muss sich reinigen und aufwärmen können, gerade im Winter. Und so ist dort auch in dem allerersten Entwurf schon eine Sauna dabei. Und das Kapitel endet dann damit, dass der Herr Maigret dann träumt davon, in der Sauna zu sein und mit der Sauna wegzufliegen. Das ist ein kleiner Auftakt, was dann im nächsten Kapitel. Ja, er kann sich das kommt. nicht erklären, was der Genau. Traum auf sich hat, aber im nächsten Kapitel wird es. Haben Sie zum Abschluss zu diesem Kapitel noch ein Zitat? Da habe ich ein Zitat rausgesucht.
Zum Thema auch Abwendung der ökologischen großen Katastrophe. Auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene wird zur Aufnahme von Maßnahmen zur Verhinderung der ökologischen Katastrophe aufgerufen. Aber die einzigen, die tatsächlich etwas zur Verhinderung sozialer und ökologischer Notstände tun, sind die Erbauer der Familienlandsitze. Vielen Dank, Herr Kirsch. Wir sehen uns ja nochmal. Liebe Zuschauer, auch wir sehen uns gleich nochmal. Geehrte Zuschauer, das war Phänomen Anastasia, Band 10, Teil 3 von Anasta. Es geht in Kürze weiter mit Teil 4. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Do svidanje.